die sehr mit beigetragen haben, dass wir heute diese interessante Veranstaltung hier haben, die vor allem sehr dringlich ist. Wir werden später den Kultursenator Lederer hier noch begrüßen dürfen. Ich begrüße auch alle Künstlerinnen und Künstler, die an dem Abend beteiligt sein werden und um die es hier vor allem geht, um ihre Situation hier in der Stadt. Ich begrüße auch alle Vortragenden. Die Berliner Festspiele sind in die Nachbarschaft eines Konflikts geraten, als sie vor einiger Zeit in der Palisadenstraße Räume angemietet haben, in einem Moment, da dort die Künstler alle vom Vermieter entmietet wurden und ein sehr angespanntes und schwieriges Klima da herrschte. Wir haben viele Monate in der Stadt gesucht nach einem Raum für das Projekt Rhizomat von Mona El-Gamal, mit dem wir dort dann auch 4 Monate vor Ort waren. Wir waren, glaube ich, die Letzten, die da, zumindest so wie es im Moment aussieht, Kunst gemacht haben. Und wir sind uns der symbolischen und auch bitteren Symbolik dieser Bespielung des Post-Ost-Hauses bewusst. Und wir sind solidarisch mit allen, die öffentlich und in verschiedenen Initiativen sich mit dieser Seite der Stadtentwicklung Berlins beschäftigen. Ich freue mich, dass wir heute diese Veranstaltungen hier haben, auch vielleicht um das wieder in Gang zu bringen, was an alternativen Planungen von Raumlabor und den Künstlern für das Post-Ost-Projekt entwickelt wurde und was nicht weitergeht und aber weitergehen sollte. Insofern freue ich mich jetzt, das Wort zu übergeben an Boris Jons von Post-Ost und wünsche uns allen eine spannende und anregende und hoffentlich auch wirkungsvolle Veranstaltung. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Wir sind ja hier sozusagen ein bisschen der Fallgeber heute Abend. Wir sind vom Vorstand des Vereins PostBerlin. Boris Jöns, Alexander Carlsen, Alex Samuels. Der wird gleich noch eine kurze englische Zusammenfassung zum Besten geben. Ja, wir waren 13 Jahre in diesem Gebäude, was vielleicht gleich erscheint, in der alten Post. Eine Gemeinschaft von Künstlern, Musikern und Designern, bis 2015 das Haus verkauft wurde und ja, wir vom neuen Eigentümer gekündigt wurden. Genau, das ist, das geht jetzt zu schnell, aber egal. Auf einer IHK-Veranstaltung 2015 dann hat die Firma Factory Berlin hat dann vorgestellt, dass sie in diesem Gebäude ihren Tech-Start-Up-Campus Factory Berlin erweitern wollten oder sich dort ansiedeln wollten. Und Katja Lucker vom Music Board Berlin war bei dieser Veranstaltung und hat dann die Präsentatoren darauf aufmerksam gemacht, dass sie ja jetzt Künstler verdrängen würden. Und da gab es dann erstmal betretenes Schweigen auf der Bühne. Und im Nachgang zu diesem IHK, zu dieser Präsentation, gab es ein Treffen von Post Ost und Factory. Und die Factory konnte uns dann beruhigen, weil sie meinten, ja, wir sind ja eigentlich auch Künstler und es würden also keine Künstler verdrängt, sondern jetzt kommen halt unsere Künstler da rein. Und das hat uns ziemlich nachdenklich gemacht. Wir sind natürlich kein Einzelfall, also jährlich gehen 350 Ateliers verloren in Berlin und auch nicht alle durch Tech-Startups. Und der Angelpunkt, an dem sich viele kreative Szenen so aufhängen, ist ja dieses Stadtmarketing und die Frage, wie können die zur Attraktivität und zum Berlin-Hype beitragen, irgendwie an diesen Vorteilen beteiligt werden. Und dass die Stadt sich verändert, ist allen klar. Und wir wollen aber, die meisten Künstler wollen da mitmachen und sich nicht nur als Opfer fühlen. Und deswegen jetzt die Frage, wie kann man das mitgestalten und wie kann man diese Freiräume weiter erhalten und Alternativen zu diesem Naturgesetz Gentrifizierung anbieten. Und ja, wir haben uns entschlossen, diesen Weg
zu gehen, der so ziemlich schmerzhaft und ungemütlich zu werden verspricht, aber vielleicht auch nachhaltig. Und jetzt haben wir zusammen mit dem Atelierbüro Berlin und Raumlabor Berlin die überlegt, ob man nicht auf das Gebäude noch was draufsetzen kann mit öffentlichen Geldern und die Konzepte Kunst und Tech-Startups als ein Konzept zusammenzudenken. Und dazu läuft eine Machbarkeitsstudie, die wir jetzt gerne fertigstellen möchten. Ja, und wir hoffen, dass dieses Panel dazu beitragen wird, uns weiter mit Ideen zu inspirieren. Es gibt übrigens da drüben einen Infostand, da gibt es ein bisschen noch Informationen zu unserem Projekt und auch zu anderen Initiativen, wie die das gemacht haben. Also da können Sie sich gerne informieren. Der Ablauf wird ungefähr so sein, dass jetzt hier gleich ich Sönke Zehle begrüße von der HBK Saar, der einige interessante Gedanken auch zum Thema Stadtentwicklung, Kunst und Tech uns auf den Weg gibt. Und dann gibt es ein erstes Panel, ein internationales Panel, was in Englisch stattfindet. Eine Pause von 30 Minuten mit ein bisschen Musik. Und dann kommt das zweite Panel, wo auch das dann auf Deutsch ist und so ein bisschen so eine Art Berliner Fokus beinhaltet. Ja, also ich will mich auch nochmal bedanken bei den Berliner Festspielen, die uns hier diesen Raum zur Verfügung gestellt haben und bei unseren anderen Kooperationspartnern, dem Rat für die Künste und der Allianz bedrohter Berliner Atelierhäuser AbBA, die hier Kooperationspartner sind. Und natürlich bedanke ich mich auch bei den Förderern, die diesen Abend hier finanziell unterstützt haben, den Senat für Kultur Berlin, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, das Bildungswerk Berlin, der Heinrich Böll Stiftung, das Kulturwerk vom BBK sowie die Botschaft der Niederlande. Also vielen Dank. So, und jetzt wird Alex Samuels eine kurze englische Zusammenfassung geben. Vielen Dank. So I'll try to keep this short. I'm Alex Samuels from Verein PostBerlin. In cities like San Francisco, New York, London, Amsterdam, and Berlin, startup culture has become as much a catalyst for new economic growth as a destroyer of artistic sub- and countercultures, particularly in its relationship to rising rents and tech real estate collusion. This is something that the Post-Ost co-op, which I represent together with Boris and Alexander, have experienced firsthand. It's also why we're here today. So to offer a brief background, Post-Ost was a DIY artists and musicians co-op established in 2003 in a former East Berlin post office in the district of Friedrichshain. Last year, Post-Ost housing were purchased by real estate mogul Udo Schlömer, CEO of what is Berlin's largest tech incubator and co-working space, Factory Berlin. Factory houses the German headquarters of Google, Uber, and homegrown unicorn SoundCloud, and as a result has become the crown jewel in Berlin's burgeoning startup economy. The first thing Factory did after purchasing the old GDR post office was evict all the artists. Only after being confronted in public did the company realize that the move had the potential of making them the Berlin tech world boom-man, especially considering the current discourse on how art, music, and sub and club culture are a key part of what made the city attractive to investors and techies in the first place. Since we've been evicted, Factory and Post-Ost have taken part in a series of discussions for building a 3-floor addition, pictured here, for the artists and musicians that have been evicted. But these discussions are, of course, relevant beyond the dialogue partners, which is why we've organized tonight's panel discussions. We're looking to gather different perspectives on the intersection between art and startup culture, and to ask some very basic, if difficult, questions. Namely, do subculture and startup culture necessarily operate at cross purposes? What is the relationship between tech and real estate and gentrification in Berlin and elsewhere? And where is disruption as innovation misapplied to urban ecosystems? We're very much looking forward to a lively discussion, and we'd like to thank the participants for the panels, as well as Haus Berliner Festspiele for their help. So without further ado, thank you very much. So I won't talk so much about the gentrification situation, because in discussions with the organizers, the suggestion was bring a possibility to reframe this debate from an outside to this debate.
So that's what I'm going to do. This is my own background, by the way. I teach at an art academy. I also work at an Institute for Artificial Intelligence, and I'm also an entrepreneur now, trying to bring kind of collaborative economy things into the local economy. I call this total configurations. It's a term that was invented, I think, by Dieter Rams. So, you know, Pathos und Gestaltung, and Dieter Rams. And the idea is, okay, what belongs into this configuration? What are the concepts, the issues, the questions that belong to this configuration? Diese Diskussion, warum Kunsttechnikexperimente so eine zentrale Rolle spielen, denke ich, die hier auch zu diesem Podium gehören soll, hat zumindest aus meiner Perspektive eine Relevanz, die weit über die Gentrifizierungsdiskussion hinausgeht. Also wenn digitale Gesellschaften tatsächlich sozusagen ihr Fortschrittsdenken und alles, was mit Zukunft zu tun hat, delegieren an den Bereich der technischen Innovation, dann kommt diesen Prozessen eine Bedeutung zu, die ist evolutionär, die ist anthropologisch, die verändert, wer wir sind. Und da muss die Kunst rein. Und zwar nicht nur aus einer Defensivperspektive, sondern weil es ohne sie schlicht nicht geht. So the first slide, we'll start with this event. As you all know, a few weeks ago, a major event happened that was front page news the next day across the world. And it was not the Trump inauguration. It was the opening of a museum in Potsdam. And the interesting thing about this opening that caught the attention of international journalists is that it seemed to establish a first model of how to deal with this freak in the White House. And the idea was that we're going to put art on one side and politics on the other. So the very important first model of framing this kind of debate, it's art versus politics. It's not that art is somehow a political project or that politics is an aesthetic practice. It's a very basic dichotomy of art versus politics. And then she gives this talk and she thanks everybody, and a lot of money went into this project. And then she says some interesting things that I thought might work to frame this debate, thinking about what's actually at stake when we talk about the role of the arts. And so she says, okay, we have all these interesting paintings from the Impressionist era. And what they do, actually, by triggering debates, she recalls that a lot of these paintings were controversial when they were made public for the first time. And it's the debate that this art triggered that somehow contributes to the formation of what we think of as the social. So you remember Maggie Thatcher, society doesn't exist. And it does exist, but you have to constantly bring it into being through debate, controversy, antagonistic encounters, and that's the role of art. And this is somebody, who has no background in art. She's a natural scientist. And so I thought that's not a bad point of departure, to think about whether this should be our model. Dieses Modell, dass die Kunst sozusagen, die soll ja nicht einfach nur schön sein, aber sie soll auch nicht unbedingt, sie ist nicht beschränkt sozusagen auf diesen Moment der ästhetischen Erfahrung, sondern die Kontroversen, die Diskurse, die Prozesse, die sie initiiert, durch das, was sie ist, durch diese singuläre ästhetische Praxis. Das ist das, was sozusagen überhaupt erst einen gesellschaftlichen Konstitutionsprozess ausmacht. Und das ist wichtig. And I think this model is in danger. Here's one reason why. A lot of this art is no longer available for this kind of public encounter. There are many reasons why. They have to do with globalization, they have to do with financialization, they have to do with all sorts of things. But art in the international art market is very often not destined for this kind of public encounter that would then allow for aesthetic experiences to take place. It's going directly into some kind of container storage. This is a Swiss company that runs a bunch of free ports in Luxembourg, in Geneva, in Singapore. And so it brings art into this no man's land. And so if you remember Benjamin's idea that one question about the work of art is what we do with it in the age of mechanical reproduction, you might say the question we have to answer now is what do we do with the work of art in the age of financial deterritorialization? There's a profound transformation of how we think about art. Diese Idee ist nur als Beispiel, warum dieses Modell aus der Museumseröffnung möglicherweise gar nicht mehr trägt und wir uns ein neues Modell überlegen müssen, um besser darüber nachzudenken, welche Rolle Kunst und Gesellschaft eigentlich zusammenspielen. Sind solche Prozesse. Dass ein Großteil der Kunst, die auf internationalen Kunstmessen verkauft wird, überhaupt nicht dafür gedacht ist, jemals eine Rolle
gesellschaftliche Rolle zu spielen. Sie ist reines Investitionsobjekt. And even if you think you're not really interested in the question of finance and the technologies of finance, here's something. This is a startup from Berlin. I don't know if anybody's here from Ascribe, but it's essentially an idea that we take a technology that's coming to us from finance, from virtual currencies like blockchain, and it's now transforming the way we deal with art. I mean, literally deal with it, distribute it, but also what role we allow to play. So what blockchain actually does, it gives you more or less a tamper-proof system to document ownership. So that's something that's obviously of interest to the art market. What's coming out of this now, and this is a smaller company that is trying to support digital artists whose works are extremely difficult to sell because people never believe that they will actually own a work of art that is infinitely reproducible. And so this is where blockchain comes in. And Rachel O'Dwyer and other people, a lot of feminist tech people actually are saying, okay, if these systems are so important, let's get involved from an artistic perspective to make sure that the values we hardwire into these new systems are values that we actually agree on. And are not, for instance, the fantasies from neoclassical economics. Also selbst wenn man sich für diesen großen Kontext Finanzen und so weiter nicht interessiert, obwohl das natürlich in der Stadtentwicklung eine Rolle spielt, nach allem, was ich gelesen habe, ist gar nicht so leicht herauszufinden, welche Gebäude zum Beispiel wem gehören in Berlin, weil die Finanzkonstruktionen so verschachtelt sind. Gibt es andere Überlegungen? Also diese Blockchain-Technologien zum Beispiel, die aus der Finanzwelt kommen und jetzt in den Kunstmarkt drängen, weil sie sich zum Beispiel hervorragend eignen, um Eigentum und sowas zu verfolgen. Die werden gemacht von Leuten, die eigentlich bislang ohne den Austausch mit Kunst auskommen. Mit den Leuten, die eigentlich über diese Art von Erfahrung, was ist Subjektivität, was ist Erfahrung und so weiter, darüber müsste man reden. Und bevor diese Systeme jetzt in einer Größenordnung installiert werden, dass es sehr schwer wird, da noch irgendwas dran zu verändern, müssten eigentlich über neue Formen der Kunsttechnik-Kooperationen sich da eingemischt werden. Und auch das könnte Aufgabe sein, zum Beispiel eines solchen Ortes, an dem Kunst und Tech zusammenkommen. Kurzer Rückblick, a short look back maybe on the experience on the creative industries. They did not literally come out of this toilet, of course, but this film, or actually I think it was the film before, Shallow Grave, and everything that happened after that in the mid-90s, the Cool Britannia discussion, and then New Labour, and then the creative industries discussion, for a lot of people has in some sense run its course. It has given us something that you might call experience industries. So when you look at a lot of technological innovations that are happening today, they revolve around how we experience things, from your latest phone to, fitness gear and whatever. At the same time, they have done much more than commercialize art and aesthetic practices. They've ushered in a world of machinic communication. This is a quote from an Italian sociologist who basically says, all right, this is the world we live in. That a lot of communicative processes are not happening between people like ourselves, they're happening between machines. And this is something that is not really comprehensible or analyzable from within the horizon of the creative industries. So again, another reason to get involved in this for artists, but not to bring a creative industries process to its success, but to intervene basically in the technical design of our societies. Also dieses Kreativwirtschaftsparadigma, das letztlich rübergeschwappt ist ja nach Europa, nachdem es geboren wurde Mitte der 90er in Großbritannien. Unter anderem durch die Filmerfolge von solchen Sachen wie Trainspotting und so weiter. Damit ging es los. Die Frage ist jetzt, an welchem Punkt wir uns in dieser Entwicklung befinden. Und das Politikmodell gibt es natürlich immer noch, es gibt es auch in Berlin, aber die Entwicklungen, die dadurch entstanden sind, diese Maschinisierung der Kommunikation und so weiter, die sind letztlich nur zum Teil begreifbar aus dieser Kreativwirtschaftsperspektive. Und auch da braucht man eigentlich eine neue Form der Begegnung zwischen Kunst und Technik. Jetzt könnte man sagen, okay, I'll do this in German first. Nehmen wir mal an, die klassischen bildenden Künstler interessieren sich möglicherweise für diesen technischen Prozess überhaupt nicht. Da ist jetzt so ein bisschen die Frage, in die Flucht welcher kunsthistorischen Entwicklung stellt man sich jetzt, um sozusagen für diesen Austausch gewappnet zu sein.
Ich habe das jetzt von Hans Hack zitiert, weil er, glaube ich, zeitgleich einen Workshop im Beta-Haus macht. Das sind hier, das ist, glaube ich, Charlottenburg, sortiert. Das sind die Häuser nach Größe sortiert von OpenStreetMap. Und Peter Weibel, der das natürlich immer sagt, egal um welche Ausstellung es geht, dass die Medienkunst sozusagen das Erbe der klassischen Kunst antritt, der sagt aber, okay, wenn wir jetzt aber zurückgucken auf die Geschichte dieser Kunst, dann ist das Kunsttechnik-Begegnen immer schon integraler Bestandteil gewesen, wenigstens seit der Renaissance. Das heißt, das ist jetzt auch nichts Neues, das irgendwie erst durch die Digitalisierung zur Frage geworden ist. Das ist eine ganz alte Geschichte. Das heißt, wenn man jetzt sagt, man will eine Diskussion haben, wie sich Kunst und Technik auf neue Art und Weise begegnen können, dann ist die Frage auch ein bisschen in die Flucht, welcher Art von Geschichte, Kunst- und Kulturgeschichte stellt man sich eigentlich? Ist das eine Geschichte, in der Kunst und Technik quasi parallele Geschichten erzählen? Oder ist das schon immer eine Geschichte gewesen, die eine gemeinsame Geschichte ist? So, basically, I mean, this is not going to be news to the people from the UK, but of course, when we're talking about new kinds of arts and tech encounters, the question is, what historical framework? What's the historical horizon from within which we do this? And it's not just Peter Weibel and media art people who say this, but this goes back. We've always done this. We've done this for hundreds of years. And so there's no reason to go into this debate from a defensive kind of perspective. The arts are actually the key player in these networks of knowledge. Okay. Now, coming to public art, the question of what role might art actually play in this. I think this installation was on display in Berlin last year, 2 years ago. 3 whistleblowers and 1 chair for one of you. To basically say, all right, this is part of what art does. It suggests new forms of public intervention. The trick with this, I think, part of what this installation does is raise the question of how publics actually operate now. Because whistleblowers, to some extent, are part of a fundamental shift in the paradigm of public communication. So Locke, actually in a very simple kind of juxtaposition, says, okay, we've used to come through the paradigm of the stream, the morning newspaper, the prime time, all are organized around synchrony. We do things together at the same time. We no longer do this. Not just because, an American president is using social media, but there's a fundamental transformation in how we communicate. So now the paradigm is not synchronous experience, it's total decontextualization. Whistleblowing is part of this. So how do we operate a public in this context of total decontextualization? And that question is it's not solved. Artists and technologists are needed to somehow make this work. Diese Überlegung hier, diese Whistleblower-Inszenierung, die letztlich ja eine Form von Öffentlichkeit schaffen soll, tut dies unter Bedingungen, die Leute, die hier geehrt werden, durch diese Installation ein Stück weit selbst mitgeschaffen haben. Wir sind raus aus dieser Erfahrung, dass Öffentlichkeit etwas ist, das gemeinsam gleichzeitig irgendwie abläuft und müssen jetzt irgendwie mit einer Vervielfältigung von Öffentlichkeiten und diesen absolut entkontextualisierten Nachrichten umgehen. Auch da gibt es noch keine Lösung, auch da werden Arts and Technology Experimente gebraucht. Okay. Wo kommen die Beispiele her? Sie kommen natürlich nicht nur aus Berlin, die kommen natürlich auch nicht aus dem Saarland. Hier ist eins, es kommt aus Taiwan. Ein paar Jahre Sunflower Movement, die Chinesen wollen gerne ein Handelsabkommen mit Taiwan schließen. Die Studenten gehen auf die Straße, weil sie das für ein trojanisches Pferd halten. One China, das Ende Taiwans. Was machen sie, was um Transparency, also um die Öffentlichkeit und Nachvollziehbarkeit von Regierungsprozessen geht. Sie organisieren alle möglichen Open-Data-Prozesse und so weiter und entwickeln auch Plattformen, über die sie ihre Ideen entwickeln. Diese Plattformen werden jetzt verwendet. Das ist eine ganz junge Entwicklerin, die hat mit 17, glaube ich, die Schule geschmissen und ist jetzt Taiwans Digital Minister. Und Taiwan nimmt diese Plattform, die aus dem Kontext einer sozialen Bewegung gekommen ist, um so einen Prozess hier als laufendes Ideenentwicklungsverfahren zu unterstützen. Und zwar nicht nur einfach durch so eine Art Liquid Democracy-Geschichte wie bei den Piraten, sondern durch künstliche Intelligenz, die dafür sorgt, dass überhaupt Konsens entstehen kann. Und zwar landesweit. Also wir haben eine Ahnung davon, wenn es jetzt darum geht, wo kommen neue Öffentlichkeiten her, wie man sowas organisiert. Aber 3.000, 4.000 Leuten ist halt auch Schicht irgendwann. Jetzt geht es aber um vielleicht eine ganze Stadt,
die einbezogen werden soll. Und da gibt es ganz tolle Modelle, die man sich halt mal angucken kann. Unter anderem ist zum Beispiel über diese Debatte geregelt worden, über dieses System in Taiwan, wie mit Uber umgegangen werden soll. Also der Ride-Sharing-Firma, die aus der sogenannten Sharing Economy kommt, inzwischen weltweit der drittgrößte private Arbeitgeber, also kein kleiner Akteur. Und über diese Plattform ist im Prinzip entschieden worden, welche Art von Policy das Land als Land umsetzen wird. Das sind ganz neue Formen von Bürgerbeteiligung und der Organisation von Selbstorganisationen, die möglicherweise auch für lokale Kontexte interessant sind. So this model is probably going to be familiar to people who are not from Berlin, but this is Taiwan, the Sunflower Movement. Students take to the streets in a kind of anti-Chinese protest and then develop collaboration tools that are then used once this movement has kind of died down to organize collaborative policy making in a very, very interesting way, because these things scale in ways that processes of self-organization historically have not. You know, we tend to think of collective self-organization as local, as relatively small scale. These are gigantic processes. And so they're really, really interesting models here. My favorite model right now is this one, essentially where an entire city that has undergone similar political changes to Berlin. I mean, they have a populist mayor now coming out of essentially housing activism. Ada Colau is a housing activist. And she's running, I mean, it's a minority in the Barcelona City Council, but they got the whole city to agree to basically think about urban development from the perspective of the commons, of peer-to-peer organizing, of the collaborative economy. This is amazing. I can't think of any other city that has gone this far. In basically redefining how a city rules, how a city governs itself from the perspective of net culture. This is a fantastic model. It's too soon to say whether this will work or not. But the fact that all of these terms, like commoning, technological sovereignty, have made it and have now been elevated to the status of official urban policy, that's a fantastic achievement for these activists. And like in the Taiwan Sunflower Movement, most of these tools and most of these developments, they come from an organizing context. And they transform the way the city governs itself. These are amazing models, I think, that might have something to offer if the question here is, how do you basically scale a political project that revolves around gentrification issues into a bigger kind of rethinking of urban governance models. And that's really all I had to suggest. That these are, I'm amazed that this discussion is taking place at all. That's a success. But there's so many of these kinds of debates that are going on across Europe right now that I think it would be unfortunate if the debate remained local. Like the next, I forgot the We Share logo on here. You're probably familiar with this. The next We Share Fest is taking place in Paris, I think, beginning of July. So once you're done in Hamburg, go to Paris. And I'm assuming a lot of people will go to Hamburg because Trump will be there. And the topic of the We Share Fest is Cities of the World Unite. And this is this debate, I think, is taking place at a very, very interesting moment where cities worldwide are saying, okay, we can't really do this individually, so forget micropolitics and micropolitical solutionism, but we can't really rely on the macropolitical context either. The nation is too slow, and supranational institutions are even slower. So we need kind of a new layer, like a meso-political layer, and that's cities talking to other cities. It's a fascinating political moment. And a lot of these, whether it's the open source circular economy stuff, platform cooperativism, Descent is a research project that basically takes blockchain stuff and develops social currency processes. LabGov is the city of Bologna, which has actually said we're going to revamp our entire urban governance scheme around the idea of the commons. Very, very interesting. And then I just mentioned this because I think there's somebody from the GLS Bank on a panel later. It's not that cooperative banking isn't going through similar kinds of discussions. What are models of value
that should, what are the models of value for the financial economy? And how do these kinds of developments, or the developments of peer-to-peer value systems and metrics, how do they play a role in how we think about the city and our future in the city? Also diese Ideen, ich fände es wirklich bedauerlich, wenn diese Diskussion eine lokale Diskussion bliebe. Das ist, also im Saarland geht es sowieso nicht, dazu sind wir zu klein. In Berlin ist das Risiko natürlich ein bisschen größer, weil die Stadt so groß ist, dass man denkt, hier ist eigentlich alles schon vor Ort da. Aber es wäre schade, wenn die Leute, die sich genau die gleichen Fragen jetzt gerade stellen, in Bologna, in Barcelona, in Paris und so weiter, wenn die nicht erfahren würden, was hier passiert. Und die Plattformen sind inzwischen da, weil diese Art der politischen Organisation auf der Stadtebene ist ein bisschen wie im Mittelalter, im Moment eine wahnsinnige Dynamik erleben. Das ist super spannend. Also selbst wer sich inhaltlich für diese ganzen Fragen nicht interessiert, einfach die soziale und kulturelle Dynamik ist faszinierend und ich kann nur einladen, sich da irgendwie einzuklinken. Vielen Dank.